Ich habe unterschiedliche Erfahrungen gemacht, natürlich als Spieler und als Trainer und als Assistenztrainer. Zweitletzte schöne Erlebnis oder Erfahrung ist der Cup-Sieg in Bern. Ähnliche Situation wie das Jahr vor dem Jahresende. Ganz tolles Erlebnis. Und dann natürlich so ein Schlag ins Gesicht, der letzte Cup-Final. Dann die 1 gegen 1 Situation geht jetzt Doppeltäuschung. Oh! Trifft nur den Pfosten! Was anderes kommt mir nicht in den Sinn. Es ist Maric und wir gehen auch im Cup-Final der Männer in die Verlängerung. Wo wir so nahe dran waren, aber ja, in der Verlängerung verloren haben. Der Stadtzürcher Titel seit 2009. Fadi Winterthur mit zusätzlichem Feldspieler. Ball ist weg! Da sind sicher gewisse Emotionen ein wenig vermischt. Cupsieger 2022. GC Amicizia Zürich. Die Woche ist sicher speziell. Wir haben in der neuen Saison mit dem neuen Team gestartet. Nach einer schwierigen Zeit, zweite Saisonhälfte der letzten Saison. Und natürlich ein Ziel erreicht, das nicht jedes Jahr zu erreichen ist. Es ist auch nicht jedes Jahr selbstverständlich, dass wir am Final Four sind oder im Halbfinale vom Schweizer Cup. Und natürlich meine Gedanken sind voll ausgerichtet auf Final Four. 4 gehen und blocken für Oli. Oli-Wurf, wenn Conny beim Dreier ist. Dass du alle Varianten durchgespielt hast. Ich glaube, es hat das Final Four das Event schon mal gegeben, aber jetzt in dem neuen Format ist das erste Mal. Es weiß keiner, wie es wird sein, und ich glaube, das hebt die Anspannung auch noch ein bisschen oben. Und jeder ist wirklich mega Vorfreude auf das Final Four. Dazwischen noch 1-2 Tage frei mit Weihnachten. Und nachher geht es wieder voll, geht's direkt um den Titel. Und ich glaube, das macht die Woche mega speziell, und darum freut sich auch jeder so auf das Event. Das ist einfach die Wäschmaschine reingefallen. Einfach mit den Shirts gewaschen worden. Das ist so ein Scheiß. Seit der Lüge sind die lange Auszeit, das ist stimmig wunderbar. Also, besser kann es gar nicht werden im letzten Training vor der Weihnachten. Lüge ist für mich der wichtigste Spieler in dem Team. Das ist der einzige in dem Team, mit dem ich damals noch zusammen gespielt habe. Ich kenne ihn am längsten. Wir kennen uns auch privat sehr gut und pflegen eigentlich einen ähnlichen Lebensstil. Wir sind beide Familienmenschen, grundsätzlich beide ruhig, jeder in seiner Rolle natürlich anders. Und Lüge ist eigentlich das, was Fadi DNA am besten widerspiegelt. Das ist ein harter Arbeiter, das ist einer, der seinen Job kennt und auch seine Limiten kennt. Oh Jungs. 2 Sprints, komm. Ja, Leo. Es freut sich alle, jetzt 2 Tage frei. Aber nein, es ist gut, ja. Ja, der Niki ist ein junger Spieler. Er ist einer, der für diesen Moment gemacht ist, vom Final Four. Er kann als Flügel Sachen, die man vielleicht von einem Flügel nicht unbedingt erwartet. Alter. Wir zwei sind dann noch am Sachen zusammen rum und am Trainieren, und alle anderen sind schon in den Ferien. Das ist unglaublich. Du bist der Trainer von Traditionsverein. Da geht es um die Titel. Da geht es darum, dass du die Legacy kannst verstehen A. B, dass du für die Legacy jeden Tag schaffst. Und natürlich vielleicht auch Teil davon zu sein. Cup-Sieg ist etwas, was sicher eine Bedeutung hat für den ganzen Verein, für mich als Trainer. Und die Gedanken sind ausgerichtet natürlich auf den möglichen Gewinn. Und ich glaube, der Rest ist klar. Schaut einfach, dass Paris nicht fährt. Den Rest kriegen wir hin. Let's go! Ich glaube, jetzt mit dem Team sind wenig erst in einem Cup-Final gewesen. Natürlich die älteren Spieler schon 1-2 Mal vielleicht, aber jetzt vor allem von den Jungen, glaube ich, wenig. Und eben, wie schon gesagt, es ist ein komplett neues Event. Es ist
alles neu. Und das macht es auch für die schon mal im Cup-Final sind oder den Cup gewonnen haben, auch nochmal neu. Wieso ein Seilzug? Was für bin ich? Du bist Offset, ich bin Cardi B. Weißt du, was sie will? Weißt du, was sie braucht? Dann wird sie nicht meinen Blues. Interessiert uns mich nicht. Ficken oder Bull, nach dem dritten Red Bull. Digga, hast du Essen? Nein! Dem brauchst du Essen. Ich möchte etwas trinken. Ich möchte etwas trinken. Nein, soll ich vorher essen? Dort hat es noch Max. Also gehen wir schnell Mac. Gemüse und richtig schön geiles Stück Fleisch. Der Rucksack. Nein, das ist meine. Das ist nicht das. Ja, ich gesagt, wir haben meinen Rucksack gemacht. Gib mir jetzt meinen Rucksack. Ah, da ist Die noch da sind von letzter Saison, haben alle einen riesen Schritt gemacht. Ich denke, gerade in so einer harten Saison kann man am meisten lernen. Es fängt bei mir an, persönlich als Captain. Ich glaube, meine Rolle ist schon ein bisschen anders jetzt auch gestaltet wie letzte Saison. Und die neu sind, bringen sehr viel Energie in die Mannschaft und natürlich auch einiges an Breite. Wenn man das vergleicht zu letzter Saison, sind wir auf jeder Position doppelt und dreifach besetzt und es sind alle fit. Gleichzeitig sind wir alle sehr jung und noch hungrig. Ich meine, ich bin einer der Ältesten und es will natürlich jeder der Top-Man sein auf seiner Position und ich glaube, das zeigt sich eigentlich fast in jedem Training, eben, dass der Konkurrenzkampf da ist und ich glaube, das macht uns momentan zu so einer sehr, sehr starken Mannschaft. 1 hoch, wenn es fake ist, 1 normal, 1 ohne, ich beschäftige den Dreier und beim 18 ist der Kreis zwischen 2 und 3 und denkt, es gibt vielleicht noch ein Rasko. Dieses Jahr ist alles rundum viel grösser. Wir werden in einem Hotel übernachten, wir werden so ein bisschen à la Europa League uns vorbereiten mit Morgentrainings am Spieltag. Und ja, es sind wirklich einfach 3 Tage, wo wir voll in das investieren. Ich glaube, da kommt die Mannschaft auch noch mal einiges näher zusammen wie sonst. Es gibt keinen Sonntag für uns vor Sonntag. Und das muss jedem klar sein. Und das will ich wirklich, dass jeder das verstanden hat. Von Hierarchie, Erfahrene, bla bla bla, bis auf das erste Mal an so einem Gewinn. Also ihr müsst in jeder Sekunde wissen, dass wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, dann habe ich im Kopf nur eure beste Aktionen und das Beste, was ihr könnt und nichts anderes. Ganz ehrlich, und er hat viel Platz hier gehabt, oder? Etwas zu machen, aber ich glaube, das bleiben wir bei unserem Plan, okay? Auch neben dem Platz finde ich, wir machen viel zusammen als Team. Ob es irgendein Team-Essen ist, ob wir irgendwie Karten spielen zusammen, alles macht Spaß mit dem Team. Und es ist wirklich nicht nur so, dass du da ankommst, dass du zum Handballspielen kommst, sondern es sind auch Freundschaften entstanden, jetzt schon in diesem halben Jahr. Und ich glaube, das macht bis jetzt so uns, unser Team, unsere Leidenschaft aus. Und Menu, wie steht ihr? 6 oder so. Okay. Das ist jetzt eigentlich. Und Liverpool hat das so scheiße gespielt. Was haben die jetzt? Also, was spielen jetzt? Ja, das sind jetzt. Keine Ahnung, wo die stehen jetzt. Das ist mir ein Morgen. Gute Nacht gehabt. Top. Super erholt, schön kuschelig. Am Stefan ist etwas runtergefallen. Der Medi hat seit 2 Tagen seine Freundin nicht gesehen. Oh. So ein Spiel angeht. Wir machen extrem viele Video-Sessions, jetzt gerade von Schaffhausen und Stanz. Und
Wir wollen einfach auf alles vorbereitet sein. Und er hat uns Vertrauen, dass wir dann am Tag X genau das werden umsetzen, was er uns auch taktisch beibringt. Ja, wir haben schon häufig mal Training gehabt. Ja, es ist halt immer die Halle, die bekannt ist, dass es sehr kalt ist und nicht so die beliebteste. How's the weather today? Cold. Sunny, yeah? No. Alle für? Ali! Wartet noch kurz. Jürgen hat noch ein paar Worte. Wir durften schon gestern mal die neue Pilatus Arena sehen und haben gesehen, was sie da gut in Luzern aufbauen für unseren Sport. Und es ist doch toll, was sie da machen und es ist schön und ich bin auch stolz, dass Pfadi Winterthur ein Bestandteil das kann sein. Und das ist auch dank eurer Leistung, die ihr da gebracht habt in diesen 2 doch Topspiele, die wir da für die haben gegen Luzern und nachher auch gegen Sur. Und wir möchten auch unsere Dankbarkeit ausdrücken vom Verwaltungsrat und estimieren auch die Leistung, die ihr gebracht habt. Hoi Mami! Hoi Mami! Mama! Trainingstag vorbei. C'est des chansons faciles, faciles. Lüge! Allez! Ah, qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce que c'est au fond de cette boîte? Chante les sardines entre mille. Fun Fact: Ich bin der beste Brawler in dem Team. Cap! Fun Fact über dich. Ich bin der beste Fußballspieler in dem Team. Cap. Gute Nacht. Hey, gute Nacht. Was kommt so? Und nachher der nächste, Programmpunkt ist meistens ungefähr 4 Stunden vor dem Spiel. Dann duschen, rasieren und etwas kochen. Ich mache eigentlich immer Cinque Pi. Und dann geht's weiter. Wir treffen uns meistens 2 Stunden vor dem Spiel. I got it. Alright. Wir haben dieses Jahr etwas intern abgemacht und bis jetzt eigentlich ziemlich gut eingehalten, dass einfach das nächste Spiel wichtig ist. Es klingt natürlich immer als ein Floskel und jeder sagt, ja, das nächste ist wichtig und dann passiert irgendwann eine Überraschung. Was wir uns natürlich sicher sind, wir wollen keine falsche Überraschung an dem Weekend machen. Das können wir nur am Samstag machen, indem dass die Einstellung nicht stimmt und dass wir in irgendeiner Form Stand unterschätzen. Es ist schon x-mal passiert, dass der Underdog aufs Mal den Tag erwischt und dass die Favoriten natürlich dementsprechend nicht so gut drauf sind. Wir bereiten die Woche eigentlich Standspiel vor. Es gibt das Ziel 1, das ist Halbfinale zu gewinnen, egal wie. Lieber einfacher als schwieriger, aber am Ende des Tages muss es ein Sieg sein. Ich sage jetzt gerade in so wichtigen Spielen geht es selten noch darum, sich gegenseitig gut zu pushen, weil man weiss, alle sind sowieso auf über 100%. Also die Intensität wird sowieso sehr hoch sein. Da geht es vor allem darum, vielleicht noch kleine taktische Sachen mit einem Mitspieler besprechen oder sich einfach nochmal abklatschen vor dem Spiel und nochmal einfach allen sagen, hey, wir gewinnen jetzt das Zeichen. Pasnesco, Nando Custer, Leo Fazioni, beinahe die Winterthur da den ersten Ball hergegeben. Optimaler Start hier für den Auszeiger. Und da haben wir die Parade und gleich die Parade.
Nachher redet man natürlich auch über die Fehler und so und meistens übernimmt dann der Lüge, also der Lucas Sea, das Wort. Wir haben unser System vorne, wenn wir das so durchspielen. Wir haben die zwei, die den Angriff leiten. Wir haben hinten Defense, wo wir genau wissen, was wir spielen müssen. Wir können die Paraden, wenn wir so verteidigen. Und einfach weiterhin aggressiv mit Härte spielen. Es gibt den Kuster 2x2, vielleicht ein paar Mal mehr angreifen. Und dann gewinnen wir den Scheiß. Das kotzt mich langsam an. Jeden fucking Trick haben sie ausgepackt und ich so, ja, ich weiß, es kommt nirgends. Levi Wey bleibt hängen an Ramon Kuslanda. Ist den Lauf von Niklas Mirza. 6 Tore Differenz. Scheitert an Kuslanda. Partie kontert mit Thiago Huertas. vor 25. Das am Ende das deutliche Schlussresultat. Beat from the Sire, das ist so unser Lied nach einem Sieg. Da macht ich bin DJ, dann mache ich das an und der klopft alle immer auf die Spinne und so. Und dann immer der Best Player geworden ist, sagen wir gar nicht, der Thiago ist Best Player geworden, dann schreien alle Thiago ist on fire. Und nachher muss er sich ausziehen, also nur oben ausziehen. Und nachher muss er in die Mitte und nachher schlagen die alle auf den Rücken. Kusi's on fire! Kusi's on fire! Kusi's on fire! Kusi's on fire! La 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 la! Ja, das ist erst in dieser Saison so. Ich weiß gar nicht, wie das passieren könnte. Unsere Ärzte und Physios finden es glaube nicht so gut, wenn sie einmal zuschauen. Aber bei uns ist es eigentlich immer lustig, wenn wir gewinnen. Aber weißt, es ist so nicht das Gleiche, weil ich das eigentlich nicht so oft gehabt. Einmal in Göppingen, glaube ich, sind wir vom Trainingslager gewesen. Was meinst du jetzt die Saison? So eine Reise. Ah, du bist Kommentator, also bist nicht bei uns im Team? Nein, ich bin der, der Interview gibt. Ah, eben, du bist nicht der Medi, du bist nicht... Ah, okay. Nein, ich bin Aha, ich hätte gedacht... Aha, ja, ist gut, frag nochmal. Kann ja schneiden. Ja, ready? Alles für mich. Wie ist so mit der Mannschaft, wenn ich so eine Reise mache und so? Ich habe viele Freizeit eigentlich. Ja. Was macht ihr in der Freizeit? Kommt ganz auf die Person, ganz auf die Person drauf an. Also ich bin jetzt eher einer, der ein bisschen im Zimmer ist, ein bisschen runterfährt. Andere spielen bis alle Nächte in den Poker. Ja. Ich weiß nicht wer, aber ja, so ein bisschen unterschiedlich. Ah, also die haben gute Pokerspieler in dem Team, oder? Ja, der Leo Medita ist sehr gut im Poker. Ich habe gehört, so, was ich so bis jetzt gesehen habe, habe 1-2 Mal mitgespielt, dass der Medi so immer verliert und immer zahlen muss, aber... Ja, der Medi. Ich weiss, dass unser Plan wird sein. Wir werden eben das Spiel haben und dann noch das Spiel gegen St. Gallen schauen. Nachher sicher noch in die Physio. Ja, ich bin eher einer, der sich dann am Abend zurückziehen wird, vielleicht noch am Handy irgendwelche YouTube-Videos schauen, vielleicht noch mit Freunden, Freundinnen chatten.
Leo ist besser Fußballerisch, er macht das nicht. Nein, aber jedes Mal, wenn der Leo den Ball bekommt, ist der Ball nicht weg. Aber Und ich sage bei mir nicht jedes Mal. Aber du musst ja nur werden, wie er spielt und nicht, was er könnte. Ja, aber. Ja, aber er hat schon ein paar Goal gemacht. Das Ja, ist, nein. Wir machen tiefenentspannt. Wir machen Vorbereitung auf einen guten Schlaf. Weil wer mehr Erholung hat, hat mehr sein. Ganz einfach. Und aber auch Regeneration von Muskeln oder Kleinstverletzungen, ja, auf Mikrolevel. Kommen alle so zusammen. One Team, one Breath. Ein Team, ein Atem. Mach mal. Einfach nicht doppelt. Nein, ich mach's raus. Als beste Waffe einsetzen kann. Als bestes Werkzeug. Dein Geist trägt deinen Körper. One team, one breath. Viel zu früh, Mann. Das ist zu früh. Wer hat dich da aufgelassen? Aber mit der Erfahrung habe ich schon gut gelernt, dass ich runterfahren kann. Ich kann immer ruhig schlafen nach dem Spiel. Ich habe ziemlich immer Antwort auf alles, was passiert ist, was mich auch beruhigen. Und somit ist für mich eigentlich das, was gestern war, oder das vorherige Spiel, etwas, was relativ schnell in die Vergangenheit liegt. 161 schnell. Bam. Und sie sehr viel von dem, was in ihrer Angriffstaktik ist, Eis von rechts spielen. Die zwei haben die Aufgabe, ganz normal im V 2 gegen 2 gegen den Kreis zu spielen. Das heißt, wenn sich Gütel oder Martinovic hier für den Wurf entscheiden, da wird Ivan beginnen. Die sollen über Ivan werfen können, aber sie dürfen keinen Kreis anspielen. Timi, dein Eis gegen Eis, Thiago, dein Eis gegen Eis, Medi, deine Tricks, Dani, dein Eis gegen Eis, Faris, your Jump Shot. Also, das sind ganz hohe Qualitäten, die wir da haben, und die packt ihr heute einfach aus auf 300 und fertig. Gut, also deshalb seid ihr Rückraumspieler und Kreis und ich Flügelspieler, Flügel in jedem Spiel. Es kann eh nicht sein. Hat es ein S drin? Wo hast du es richtig? Dass wir als Zweier nicht auf 6 starten, vielleicht so 7, 8. 7, 8 Stunden. Und dann, also wenn ich... Nur schlafen, Bro, nachher. Nachher, wir haben noch 2 Stunden Zeit. Wir schon mehrfach in ganz wichtigen Situationen mit Fadi gemacht haben. Und mehrfach, wie wir das genutzt haben, haben wir auf den Titel geholt. Darunter 3-mal den Cup und einmal den Schweizer Meistertitel. Und deshalb sage ich, wir halten die Situation aufrecht, wir machen das und holen den Titel. Ganz einfach. Es ist eine Aktivierung, es ist ein Aggressivmachen, es ist ein Mindset. Und trotzdem muss es eine kontrollierte Aggressivität sein. Von Pfadi Winterthur Handball. Es ist mir eine Ehre, euch mental zu stärken. Spieler von Pfadi Winterthur Handball. Ich sehe es als meine Pflicht an, euch zu stärken. Mehr noch, euch auf diesen Ernstkampf heute Sonntag vorzubereiten. Geschichte zu schreiben.
mache mir keine Sorgen, was sie über mich sagen oder was sie denken. Ob ich nett oder lieb war. Nein. Ich bestimme selber, wie ich in die Geschichte eingehe. Niemand hat mir zu sagen, was ich kann und was nicht. Ich gehe niemals nach Hause, ohne zu wissen, dass ich alles gegeben habe, was ich habe. Es gibt kein Versuchen. Es gibt nur ein Tun oder es nicht tun. Die Bedeutung ist ziemlich klar. Also die Geschichte von Fadi gab es nicht so viele Titel, dass man sagt, okay, jedes Jahr werden wir Eis holen. Die Mannschaft hat tatsächlich eine einzigartige Chance, sich an einem Weekend groß zu machen. Spieler von Fadi Winterthur Handball, ich will euch kämpfen sehen. Ich will euch siegen sehen. Spieler von Fadi Winterthur Handball. Ich komme wieder auf die Legacy, ein Teil von Legacy zu werden, ein Teil von der Geschichte zu schreiben. Ich muss euch nicht sagen, wer oder was ihr seid, weil ihr wisst, wer ihr seid. Who are you? I'm a champion. 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 Es weiß schon jeder in der Garderobe, wie das wichtig ist und jeder brennt auch dafür. Wenn es sein muss. Alles verschieben. Gut, und wenn sie da nicht abschließen, wir gehen in die 6-0. Wir gehen in die 6-0, Conny und Olli. Das heißt, Conny, du musst rein dann irgendwann. 12 Sekunden. Jetzt haben wir 3 Tore aufzuholen, das ist für uns einfacher, wie wenn wir sie verteidigen müssen. Das holen wir uns. Wir killen sie in der Defense und verstecken fucking Bälle. Come on, man! Ihr spielt als Team, verstanden? Ja, das Mal ist es nicht gelungen. Aber ich weiß, das ist nur der Anfang von der Entwicklung von einem geilen Team. Es ist noch nicht fertig und wir haben schon noch einiges vor uns.